Machen wir einen Rückblick in das Jahr 2008. Wir haben alle Bilder im Kopf von Bankenpleiten, Rettungspaketen, ausgelöst durch die Lehman Brothers Krise. Wie hast du das damals erlebt? Hattest du auch wie ich ein Gefühl der Unsicherheit, der Ohnmacht? Werden die Bankensysteme zusammenbrechen? Bekomme ich morgen noch Geld am Automaten? Und interessanterweise war genau diese Zeit der Zeitpunkt der Geburt von Bitcoin. Willkommen bei Bald in Bitcoin. Digitales Geld für analog Geborene. Ich bin Tom und ich möchte euch über Bitcoin informieren. Hier werde ich Klartext reden, es gibt keinen Hype und die Zielgruppe sind über 50-Jährige. Heute geht es um den Ursprung von Bitcoin. Warum ist das wichtig, wie der Bitcoin entstanden ist und warum? Das Verständnis ist wichtig, weil es um viel mehr Dinge geht als nur um Spekulation mit Kryptowährungen. Was ist 2008 eigentlich passiert? In 2008 platzte in den USA eine riesige Immobilienblase. Banken hatten Kredite an Menschen vergeben, die sich Häuser eigentlich gar nicht leisten konnten. Und diese Kredite wurden zu Wertpapieren gebündelt und weltweit verkauft, auch nach Deutschland. Dabei haben sich die Banken verspekuliert in einer Immobilienblase, die dann geplatzt ist. Auslöser war, dass die Lehman Brothers insolvent wurden und das war symbolisch für die damalige Systemkrise. Dabei wurde das Vertrauen in das Finanzsystem erschüttert. Erinnert euch vielleicht, Merkel und Steinbrück sind vor die Kameras gesagt und haben gesagt, die Einlagen sind sicher. Mein Eindruck war, das hat viele Menschen eher beunruhigt und nicht beruhigt. Sparguthaben waren plötzlich gefühlt gefährdet und natürlich waren dann auch Menschen über 50 besonders betroffen, weil sie in der Regel einfach ein größeres Vermögen haben als jüngere Bürger. Für viele war diese Krise ein Realitätscheck der Finanzwelt. Warum hat uns das in Deutschland betroffen? Auch deutsche Banken hatten diese amerikanischen Wertpapiere gekauft, oft in der Annahme, sie seien sicher. Als sich herausstellte, dass sie nicht sicher waren, mussten Banken in Deutschland mit vielen Milliarden gerettet werden. Das Geld dafür kam vom Staat und damit indirekt von allen Steuerzahlern. Wenn ihr euch erinnert, welche Folgen hatte das für uns in Deutschland? Die Krise hatte für uns als Bürger 4 Hauptfolgen. Zum einen schnürte der Staat Rettungspakete in Milliardenhöhe, was unsere Staatsverschuldung stark erhöhte. Zweitens wurden die Zinsen extrem gesenkt, was für Sparer eine Katastrophe war. Drittens stiegen die Immobilienpreise, weil Anleger in solchen Zeiten immer einen sicheren Hafen suchten. Und Immobilien werden häufig als ein sicherer Hafen gesehen. Und der 4. Punkt ist, dass die Menschen das Vertrauen in die Banken und auch in die Politik verloren. Ich habe hier einmal eine Übersicht erstellt für die, die das YouTube-Video gucken. Ihr seht das, für die im Podcast erkläre ich kurz, was ich hier dargestellt habe in der Tabelle. In Erinnerung bei der Finanzkrise 2008 bleibt oft die Angst um Ersparnisse. Die Einlagen sind sicher. Viele hatten aber den Eindruck, Gewinne der Banken werden privatisiert, also bleiben bei den Banken, wobei dann Verluste, wie im Falle der Lehman Brothers Krise, sozialisiert werden. Daraus entstand ein gewisses Ungerechtigkeitsgefühl. Die Bankenpleiten waren in den Nachrichten omnipräsent. Die staatlichen Garantien wirkten nicht unbedingt beunruhigend. Viele fragten sich, reicht das denn? Und Politik und Banken liefen im Krisenmodus. Dann stellte sich die Frage, wie sicher ist mein Geld? Das Gefühl, die Bankenwelt wackelt und man fühlte sich so ein bisschen ausgeliefert. Zumindest tat ich das. Ja, ihr seht hier eine Überschrift aus der Tagesschau damals.
Paket umfasst eine halbe Billion Euro, Milliardenrettung für deutsche Banken. Nahezu eine halbe Billion Euro umfasst das Rettungspaket für die deutschen Banken. Mit 400 Milliarden Euro bürgt der Bund für Kredite der Banken untereinander. 80 Milliarden stehen für Kapitalbeteiligung an den Banken bereit. Kritik an dem Paket gibt es kaum. Warum wurde genau in dieser Krise bzw. nach dieser Krise Bitcoin ins Leben gerufen? Die Idee zu Bitcoin ist viel älter als die Finanzkrise. In 2009 wurde dann Bitcoin veröffentlicht, also wenige Monate nach der Finanzkrise. Und die Person, die den Bitcoin-Code veröffentlicht hat, beziehungsweise das Netzwerk gestartet hat, öffentlich gemacht hatte, nannte sich Satoshi Nakamoto. Und Satoshi Nakamoto hat wirklich ein Konzept für ein neues Geldsystem entwickelt, nämlich Bitcoin. Bitcoin ist ein System ohne Banken, ein System, das nicht gerettet werden muss und ein System, das niemand manipulieren oder beliebig ausweiten kann. Symbolisch steht dafür eine Nachrichtenzeile aus der britischen Zeitung The Times vom 3. Januar 2009. Sie lautet: Chancellor on brink of second bailout for banks, also Kanzler am Rande eines zweiten Rettungspaketes für die Banken. Und interessanterweise hat Satoshi diese Zeile in den ersten Bitcoin-Block eingebettet. Die von euch, die bei YouTube dabei sind, können das hier rechts sehen. Einmal die Schlagzeile aus der Times und rechts quasi den Code aus dem ersten Block, dem sogenannten Genesis-Block. Ja, also ich hatte schon gesagt, die Idee zu digitalem Geld ist viel älter als das Jahr 2008. Am 31.10.2008 wurde das White Paper für Bitcoin veröffentlicht. Das kann man auch öffentlich runterladen für die, die interessiert sind. Und am 3.1.2009 startete dann das Bitcoin-Netzwerk. Bitcoin wurde also nicht als spontane Reaktion auf die Bankenkrise im Jahr 2008 erfunden, aber der Startzeitpunkt wurde bewusst gewählt und damit wurde ein bewusstes Statement von Satoshi Nakamoto gemacht. Insgesamt lässt sich sagen, dass dann im Januar 2009 Bitcoin als alternatives Modell sichtbar gemacht wurde. Was ist denn eigentlich das Problem mit dem sogenannten Fiat-Geld? Geld wird häufig als Fiat-Geld bezeichnet, weil es unbegrenzt gedruckt werden kann. Fiat Lux, es werde Licht. Fiat Geld, es werde Geld. Also Euro, unser Dollar, beziehungsweise unser Euro oder der Dollar sind Fiat-Geld und sie funktionieren, weil wir darauf vertrauen, dass der Staat und die Zentralbank verantwortungsvoll damit umgehen. Aber Fiat-Geld hat seine Schwächen, und zwar grundlegende. Ich habe schon erwähnt, erstens kann es unbegrenzt gedruckt werden. Das passiert auch, wird nicht wirklich gedruckt, sondern nur im übertragenen Sinne. Das heißt, es werden nicht Geldscheine gedruckt, sondern es werden digital Gelder ins System gegeben. Zweitens ist die Inflation. Geld verliert über die Jahre die Kaufkraft. Und drittens, Geld funktioniert nur, wenn das Finanzsystem drumherum stabil bleibt. Und genau bei diesen Punkten setzt Bitcoin an, als eine Alternative zum Geld und nicht als Ersatz für alles. Bitcoin ist also eine Alternative und kein Angriff auf das Geldsystem, auch wenn manche Institutionen es als solches sehen. Was wollte Satoshi eigentlich erreichen? Die Kernpunkte des Bitcoin oder der Idee von Bitcoin sind, dass es ein Geld ohne eine zentrale Kontrolle gibt. Bitcoin ist ein Netzwerk und es gibt keine zentrale Einheit, die das Bitcoin-Netzwerk kontrolliert.
Dann gibt es festgelegte Regeln im Code des Bitcoin anstelle von politischen Entscheidungen. Ein besonderes Merkmal von Bitcoin ist die Knappheit. Bitcoin wird es jemals nur 21 Millionen geben. Das ist auch im Code festgelegt, also in der Software. Mit Bitcoin kann man direkte Zahlungen ohne Banken machen, direkt von Person zu Person. Und das Bitcoin-Netzwerk ist transparent. In der sogenannten Blockchain, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, ist jede Transaktion nachvollziehbar. Das ist natürlich pseudo-anonymisiert, also da steht jetzt nicht, Thomas Krämer hat an Person XY Geld transferiert, aber letztendlich kann man nachvollziehen anhand von sehr langen Adressen, die für einen Menschen eigentlich nicht lesbar sind, wo welche Transaktion stattfand und wohin. Bitcoin ist letztendlich als digitales Bargeld zu sehen. Das ist die Grundidee, dass man damit von Person zu Person zahlen kann. Bitcoin bietet auch einen Kaufkraftschutz über die Zeit, denn aufgrund der starken Begrenztheit, Knappheit von 21 Millionen bleibt zumindest seit Bitcoin 2009 existierte, ist die Kaufkraft sehr gut erhalten geblieben. Warum ist das heute relevant für uns? Auch für die über 50-Jährigen. Unsere Ersparnisse sind unter Druck. Wir haben eine Inflation und niedrige Zinsen. Und wenn man Normalverdiener ist, muss man eigentlich nebenbei sich auch noch um Aktien oder sonstige Dinge kümmern, um die Ersparnisse zumindest zu erhalten. Dazu kommt erschwerend, dass unser Rentensystem nicht langfristig stabil ist. Immobilien sind nicht immer unbedingt risikofrei. Man denke an Sanierungen. Das Thema Wärmepumpen war vor, ich weiß gar nicht, 2 Jahren, hat die Schlagzeilen der Zeitung geprägt. Die Immobilienpreise sind in den letzten Jahren nicht unbedingt gestiegen. Jetzt steigen sie wieder gerade langsam. Also der Markt ist auch nicht mehr so, wie er die letzten 20 Jahre unbedingt war. Und die Politik bildet ein grundsätzliches Risiko auch für Immobilienbesitzer. Die über 50-Jährigen haben dabei die größte Lebensleistung zu schützen, denn sie haben in ihrem Leben Geld akkumuliert und haben natürlich ein Interesse, auch den Wert dieses Geldes beizuhalten. Die politischen Interessen und Risiken sind natürlich Erhöhung von Steuern auf Immobilien, was die Immobilien betrifft, aber auch Bankenrettung, wie wir sie 2008 gesehen haben, und generell die Geldmengenausweitung. Also nicht nur die Preisinflation der Preise von Lebensmitteln beispielsweise im Supermarkt, sondern die Geldmenge in Euro, die im europäischen Markt existiert. Bitcoin kann dabei als Ergänzung dienen und sollte kein All-in sein. Es dient als Schutzschild für die Ersparnisse und nicht als Spekulation. Nach dem letzten Podcast wurde ich gefragt, Tom, wo kann man denn eigentlich anfangen, Bitcoin zu kaufen, wenn man sich für Bitcoin interessiert? Das kommt wie auf dem Leben drauf an, und zwar wie viel Kontrolle man haben möchte und wie einfach man denn Bitcoin kaufen möchte. Also die erste Option sind klassische Broker oder Banken mit sogenannten Bitcoin-ETNs. Bitcoin-ETNs sind vergleichbar mit ETFs, nur dass beim ETN eben nur ein Asset, eine Anlageklasse dahinter liegt, nämlich Bitcoin. Das ist sehr einfach, kann man kaufen wie Aktien, aber letztendlich ist der Haken daran, dass man die Bitcoins nicht wirklich besitzt, sondern sie beim Broker oder bei der Bank liegen. Die zweite Option sind Kryptobörsen wie Kraken, Coinbase, ausländische Börsen. Es gibt die BSDEX in Deutschland, aber auch es gibt sehr, sehr viele Kryptobörsen. Hier sind nur beispielhaft ein paar genannt. Hier kaufst du wirklich echte Bitcoin, die
du auch in einer Geldbörse für Bitcoin quasi hältst und auch von dort transferieren kannst, wenn du möchtest. Die dritte Option ist die Selbstverwaltung über eine Hardware-Wallet. Das ist die sicherste Form. Eine Hardware-Wallet ist eine Art USB-Stick, mit dem man dann Zugang zum Bitcoin-Netzwerk erhält und seine Bitcoin, vereinfacht gesagt, einfach darauf halten kann. Den USB-Stick kann man abziehen und dann gibt es auch keine Gefahr, dass die Bitcoin irgendwie verloren gehen. Deshalb ist auch die Selbstverwahrung über eine Hardware-Wallet die sicherste Form. Und es gibt so einen Satz bei den Bitcoinern, der heißt "Not your keys, not your coins", also nicht deine Schlüssel, nicht deine Bitcoin. Also das sind so die grob gesagt die Möglichkeiten. Da werde ich aber dann in weiteren Podcasts auch noch ins Detail gehen. Wichtig ist mir noch zu sagen, ich gebe hier keine Finanzberatung. Ich teile nur mein Wissen, Erfahrungen und gebe Einordnungen zum Thema Bitcoin. Jeder von euch muss am Ende selbst entscheiden, ob Bitcoin zu ihm passt. Ja, kurze Zusammenfassung und Ausblick. Bitcoin startete bewusst während einer Bankenkrise. Ziel ist es, ein stabiles, knappes und unabhängiges Geld zu bieten für die Menschen. Die Relevanz heute ist, dass es die Kaufkraft erhält, dass es ein stabiles System. Das Bitcoin-Netzwerk ist seit 2009 nicht ausgefallen und es bietet den Menschen Unabhängigkeit, weil ich kann direkt von Person zu Person oder Person zu Firma zahlen. Ich brauche keinen Mittelsmann wie Mastercard, Visa oder Banken. Ja, die Generation über 50 ist auch stark betroffen und deshalb halte ich es für wichtig, dass es verstanden wird, was steht eigentlich hinter Bitcoin. Und in meiner nächsten Folge geht es darum, wie funktioniert eigentlich Bitcoin ohne Technik, keine Sorge. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich gerne und stellt mir Fragen in den Kommentaren bei YouTube oder über meine E-Mail-Adresse. Und denkt dran, hier geht es um Bildung und nicht um finanzielle Beratung. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. In der nächsten Folge spreche ich darüber, wie sicher Bitcoin ist und wie du dich vor Betrug, Hacks und Fehlern schützen kannst. Weiterhin geht es darum, warum es wichtig ist, klein anzufangen aus meiner Sicht. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst oder weiterempfiehlst. Bis zur nächsten Folge. Bleib unabhängig im Kopf und finanziell.